Diese Geschichte ereignete sich im Jahr 1941 auf der Insel Cooper Genua im Bundesstaat Alaska. Dieser friedliche und ruhige Ort wurde zum Schauplatz eines wunderbaren Ereignisses. Ein Mann, der auf der Suche nach Gold war, ging an einem kleinen Fluss entlang und bemerkte unterwegs, dass sich jemand zwischen den Bäumen befand. Sein Körper wurde von Angst erfasst, als er ein riesiges Gold sah. Wolf, aber als der Mann genauer hinsah, war ihm klar, dass das Tier in einer Falle gefangen war. Der Mann fasste Mut und näherte sich dem Tier. Ungefähr zu diesem Zeitpunkt bemerkte er, dass der Wolf tatsächlich eine Wölfin war. Das war spürbar. Laut ihren geschwollenen Brustwarzen. Daraus schloss der Goldgräber, dass es irgendwo in der Nähe Junge geben musste, die nach ihrer Mutter suchten. Der Mann wagte es nicht, die Wölfin zu befreien und beschloss, zuerst die Wolfsjungen zu finden. Glücklicherweise waren die Spuren der Wölfin noch im Schnee sichtbar und der Mann folgte ihnen. Als er eine gewisse Strecke zurücklegte, verstärkten sich die Spuren deutlich. Schließlich sah er im Gebüsch eine Wolfshöhle. Als er dorthin rannte, hoffte er, dass die Wölfe noch lebten und seine Hoffnungen erfüllt wurden. Alle Wolfsbabys waren gesund und unverletzt. Aber man konnte sehen, dass sie sehr hungrig waren. Der Goldgräber stopfte die Jungen schnell in eine Tasche und trug sie zu ihrer Mutter. Als er sich näherte, heulte die Wölfin plötzlich, als sie den Duft ihrer Jungen wahrnahm. In diesem Moment ließ der Mann die Wolfsjungen frei und sie stürmten zu ihrer Mutter und saugten hungrig an ihrer Milch. Die Situation verschlechterte sich allmählich. Das Eisen der Falle grub sich immer tiefer in die Pfote der Wölfin und die Wunde wurde immer tiefer. Die Wölfin traute dem Mann nicht und knurrte wütend bei jedem Versuch, sich ihm zu nähern. Der Mann erinnerte sich, dass er unterwegs auf die Leiche von AOS Rentier gestoßen war. Wenige Augenblicke später begann er, die Gefangene zu füttern, indem er sie mit Fleischstücken bewarf. Es begann zu schneien und der Mann beschloss, die Nacht dort zu verbringen. Er schnitt einige Äste ab und baute daraus einen Unterschlupf für die Nacht. Am Morgen wurde er von Wolfsjungen geweckt, die an ihr schnüffelten und sein Gesicht und seine Hände leckten. Die Wölfin war ihm immer noch feindlich gesinnt, daher war es notwendig, ihr Vertrauen zu gewinnen, um das Tier aus der Falle zu befreien. Er musste mit ihr reden, ihr Futter zuwerfen und mit den Wolfsjungen vor ihr spielen. Der Mann bemerkte schließlich, dass die Wölfin am dritten Tag anfing, leicht mit dem Schwanz zu wedeln. Bei Tagesanbruch wurde er vom Jammern der Wolfsjungen geweckt, die an der Milch ihrer Mutter saugten. Er kam näher, bückte sich und streichelte sie. Ihre Mutter betrachtete in diesem Moment bereits alles ruhig. Der Mann legte sanft seine Hand auf die eingeklemmte Pfote und drückte kräftig. Die Falle wurde von der Gefangenen geöffnet, sie sprang schnell auf und humpelte davon, aber anstatt sich zu beeilen, um sich mit den Jungen im Wald des Zerstörers zu verstecken, näherte sie sich dem Mann und senkte den Kopf, als wollte sie ihre Dankbarkeit ausdrücken. Dieser Moment. Der Goldgräber erkannte, dass es an der Zeit war, die Wölfin und ihre Jungen in Ruhe zu lassen und ging zur zweiten Seite. Er hatte die gerettete Familie immer noch im Blick und sah, dass er in die Richtung schaute, in die der Goldgräber gegangen war. Seitdem sind 4 Jahre vergangen. In dieser Zeit geschahen viele Dinge, aber durch Zufall drängte ihn das Schicksal erneut auf die Insel Genua, wo seine Erinnerungen an die Vergangenheit lebendig wurden, und so beschloss er, noch einmal an die Orte zu gehen, an denen alles passierte. Unterwegs erlebte er etwas noch Überraschenderes. Sein Wolfsgeheul hallte von der Hügelspitze wieder. Als sich der Mann langsam dem Hügel näherte, sah er eine dunkle Silhouette. Es war ein Wolf. Ein Schauer durchlief seinen Körper, aber er begriff, dass ihm das Tier bekannt vorkam. Sie stand 10 m von ihm entfernt und wedelte mit dem Schwanz. Es war diese Wölfin. Dann drehte sie sich um und stieß ein lautes Heulen aus. Eine weitere Überraschung erwartete den Mann. Eine Gruppe Wölfe kletterte den nächsten Hügel hinauf. Wahrscheinlich ihre Kinder, dachte der Mann. Die Wölfin blieb einen Moment stehen und machte sich dann auf die Suche nach ihren Verwandten. Seitdem hat unser Held sie nie wieder gesehen, aber wann immer er das Heulen der Wölfe hörte, erwärmte die Erinnerung an dieses Ereignis sein Herz. Diese erstaunliche Geschichte ist für immer im Herzen des Goldgräbers geblieben und ist der Beweis dafür, dass eine Freundschaft zwischen Mensch und Wildtier doch möglich ist. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, liken, kommentieren und abonnieren Sie unseren Kanal und vergessen Sie natürlich nicht, auf das Glockensymbol zu klicken, damit Sie keinen der interessanten Videoclips verpassen.